Hallo Delia. Hoi Priscilla. Schön, dass du da bist. Danke. Hier in unserem Studio am Thunersee. Und du bist ja mit deiner Familie angereist, gell? Schon vor 2 Tagen. Genau, ins Paradies. Oh, ja, das hat so gut getan, auch deine Kinder und deinen Mann kennenzulernen und einfach ein bisschen auszutauschen. Du hast echt eine tolle Familie. Danke gleichfalls. Danke. War sehr schön mit euch auch. Ja. Ja, die Kinder haben sich sofort so gut verstanden. Mega. Toll. Ja, mega toll. Ja, und heute dürfen wir über deine spannende Geschichte sprechen. Und die ist wirklich sehr spannend und die geht weit. Ja. Und du hast auch einen Zettel dabei, gell, damit wir wirklich nichts vergessen, was in deinen Krankheitsstationen alles war. Da war nämlich so viel, da könnte schon das ein oder andere untergehen. Ja, man vergisst es manchmal und man muss wirklich, also es tat mir jetzt gut, dass ich mich da hingehockt habe und das mal zusammengeschrieben habe. Ja. Und plötzlich, auch über mehrere Tage, weil plötzlich kommt dann wieder was in den Sinn. Ach ja, das war ja auch noch. Genau. Man vergisst das wirklich, ja. Ja. Ja, toll. Möchtest du kurz was über dich sagen und dann tauchen wir gleich ein in deine Krankheitsgeschichte? Gern. Also ich heiße Delia, ich komme aus der Schweiz und ich bin 41 Jahre alt und habe 2 Kinder, bin verheiratet und im Moment Hausfrau und bereite mich gerade auf eine Ausbildung als Ernährungscoach vor. Toll. Genau. Ja, mega spannend. Ja, wollen wir gleich anfangen mit deinen Erstsymptomen, weil wir hier bei Chronisch Ehrlich sind, gell? Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum Punkt. Kommen wir zum Punkt gleich direkt. Was war los? Ja, also meine Geschichte fängt schon als Kind an. Und zwar mit Asthma. Mit 1,5 Jahren habe ich Asthma bekommen. Ich war und bin eigentlich bis heute Allergikerin. Also meine ganze Kindheit war geprägt von verschiedenen Allergien. Ich habe das allergische Asthma und ich hatte auch das Anstrengungsasthma. Das heißt, obwohl ich Tiere so gerne habe, konnte ich nie Tiere haben, weil ich auf sie allergisch bin. Zum Glück ist das ein Ja, antiallergischer Hund. Genau, antiallergischer Hund. Ich hatte auch gewisse Unverträglichkeiten in der Kindheit oder teilweise immer noch. Also zum Beispiel pure Milch so trinken bekommt mir nicht gut. Oder auch wenn es um Inhaltsstoffe von Medikamenten geht. Oder ich kann mich auch erinnern als Kind, wenn ich Supplemente genommen habe, dass ich Reaktionen gemacht habe. Also gewisse Inhaltsstoffe habe ich darauf reagiert. Ja, Chemikalien auch, also über den Geruch konnte ich auch Asthmaanfälle auslösen. Ja, Wahnsinn. Auch über die Psyche konnte ich Asthmaanfälle auslösen. Meine Kindheit war geprägt von vielen Arztbesuchen, Cortisonbehandlungen, natürlich immer diesen Notfallspray dabei zu haben, aber auch meine Mutter war auch auf der anderen Schiene, also wir sind auch sehr oft zu Naturheilern gegangen, homöopathische Behandlungen hatte ich gehabt. Ja, ich kann mich einfach erinnern, dass meine Kindheit halt oft in den Arztpraxen stattgefunden hat oder in irgendwelchen Warteräumen von Heilpraktikern. Ja, und immer auch zu überlegen, was ist denn möglich und hat man alles dabei. Also Ja. das waren so die Sachen, wo ich mich halt jetzt so dran erinnern kann. Und halt auch den Verzicht, dass ich gewisse Sachen nicht machen konnte, die ich sehr gerne gemacht hätte. Ja, zu den Allergien in der Kindheit ist auch noch zu sagen, dass ich auch die Sonnenallergie sehr stark hatte immer und auch unter Ekzemen gelitten hatte. Nicht so stark wie andere, aber im Sommer war das doch immer ein Thema, was mich auch begleitet hat.
als Teenager hatte ich dann das Glück, dass sich das Anstrengungsasthma verwachsen hatte. Und hinterher kamen dann so zwischen Teenager und Erwachsenenalter so ein paar Sachen dazwischen, wo ich sicher denke, dass das auch bis heute noch einen Einfluss hat. Und sagt ja auch Anthony, dass zum Beispiel Lebensmittelvergiftungen Folgen haben können für die Gesundheit. Und ich hatte eine Lebensvergiftung von einem Eis, was ich gegessen habe. Wie alt warst du da? Ungefähr 18. Und das hat auch sehr lange gedauert, bis ich da wieder auf den Beinen war. Und ich war ungefähr auch 18 oder 19, als ich die Weisheitszähne oder ja, einen Teil, 2 davon rausbekommen habe und mit einem allergischen Schock reagiert habe auf die Medikamente, die ich danach bekommen habe. Und dann ein Jahr später kam das pfeiferische Drüsenfieber. Was ist für mich, ich frage mich halt manchmal, ob dieser Abfolg wie halt so der Trigger dann war für das nächste. Also warum konnten dann die Viren plötzlich so überhand nehmen, dass das dann plötzlich kam mit 20, dieses pfeiferische Drüsenfieber. Und ich bin froh, dass es diagnostiziert wurde, weil ich bin mir schon bewusst, dass viele Leute das gar nie diagnostiziert bekommen, wenn sie oder gar nicht merken, dass sie pfeiferisches Drüsenfieber hatten. Und bei mir war das wirklich so, dass ich sehr apathisch war, nicht mehr ansprechbar. Und ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und dann hieß es, ja, Sie haben ja Gott sei Dank nur dieses pfeiferische Drüsenfieber, waren alle sehr erleichtert. Ja, jetzt im Nachhinein, niemand hat gewusst, was sich daraus dann halt auch noch entwickeln kann. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vor dem pfeiferischen Drüsenfieber, schlimme Verdauungsprobleme gehabt hätte. Ich habe sicher immer eher zu Verstopfung geneigt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie wirklich schlimme Probleme gehabt hätte. Aber danach. Das heißt, es fing dann wirklich an, dass ich schlimm Verstopfung bekommen habe, bis zu einer Woche nicht auf die Toilette gehen konnte. Das ist so schmerzhaft auch und furchtbar. Energieraubend, ja. Furchtbar. Man hat nur das Gefühl, dass hier ein riesen Klotz drin ist und man ist irgendwie voll gestopft und man wird das einfach nicht los. Und das Blöde ist dann auch, dass ich es dann hinterher manchmal so explosionsartig dann entladen möchte, nämlich mit Durchfall, mit extremen Bauchschmerzen. Also so stark, dass man sich kaum auf der Toilette halten kann. Es ist mir dann auch passiert, wenn ich unterwegs war, in Restaurants mal gegessen habe, dass dann wirklich sehr kurze Zeit danach, also kaum quasi Restaurant verlassen, von 0 auf 100 die Schmerzen da waren und dann musste man wirklich rennen, so quasi auf die Toilette. Der Körper das einfach loshaben möchte. Ja. Und das war dann auffallend und daran kann ich mich auch sehr gut erinnern. Und das war dann auch der Punkt, wo meine Mutter mal erwähnt hat, du sollst du vielleicht mal angehen und probier doch mal das Heilfasten. Sie hat mich dann so drauf gebracht, eigentlich mich mit dem mal zu beschäftigen. Und das habe ich dann auch gemacht nach F.X. Meyer, habe dann Bücher gelesen darüber und habe mir dann eine Meyer-Ärztin in der Nähe gesucht. Ich habe damals in Deutschland studiert und habe dann auch wirklich eine in der Nähe gefunden. Habe das dann quasi ambulant mit ihr ungefähr 8 Monate lang gemacht und habe dieses Problem der Verdauung eigentlich recht gut in den Griff bekommen. Es ging mir sehr, sehr gut. Ich habe auch stark abgenommen. Das war aber nicht der Grund, warum ich das machen wollte. Aber es war halt einfach sehr auffallend. Das ist das, was die Leute dann halt gesehen haben. Ich habe sehr stark abgenommen, aber mir ging es sehr gut. Und nach diesen 8 Monaten bin ich dann so peu à peu immer wieder etwas mehr so ins alte Muster wieder zurückgefallen.
Und das ging dann auch zack, dass meine Verdauung wieder auch schrittweise schlechter wurde, Ja. bis ich das dann wieder angefangen habe. Und dann musste ich merken, das erste Mal, als ich das gemacht hatte, ging das super gut. Und das zweite Mal dann schon nicht mehr so. Also der Körper hatte wie eine Erinnerung und wollte nicht mitmachen. Das hat man richtig gehört. Er wollte nicht in diese Entgiftung gehen wieder. Ich habe dann unterbrochen und habe dann zu einem späteren Zeitpunkt etwas sanfter das nochmal gemacht. Und Fasten, Wie hast du gemerkt, dass der Körper nicht mitmachen wollte? ich habe nur noch gezittert. Ich habe auf dem Sofa gesessen und nur noch gezittert. Es ging gar nichts mehr. Also ich konnte mir noch nicht mal mehr eine Kartoffel kochen. Und ich musste aber wirklich ganz schnell was Kohlenhydratiges zu mir nehmen, um das wie zu unterbrechen, diesen Zustand. Ja. Fasten hat mich dann aber eigentlich die nächsten 10 Jahre immer wieder begleitet. Es war für mich auch ein Mittel, um zukunftsgerichtet quasi was Gutes zu tun, meiner Gesundheit was Gutes zu tun. So eine Art Vorsorge, so habe ich das gesehen. Ich habe auch fast 10 Jahre die Pille genommen und als ich schwanger werden wollte, habe ich mir gedacht, gut, ich möchte meinen Körper auch davor reinigen und auch von dieser Pille und alles reinigen. Und habe dann das vor der ersten Schwangerschaft gemacht. Und ich hatte auch nie Probleme, dann schwanger zu werden. Ich hatte auch immer gute Schwangerschaften. Nur die Geburten waren immer etwas schwieriger. Und nach der Geburt meiner Tochter fingen dann diese argen Verspannungen an. Ich muss zwar dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, muskuläre Beschwerden haben sich vorher schon gezeigt. Und zwar hatte ich damals einen Job, wo ich körperlich mehr gefordert war. Und ich hatte sogar eine Phase, wo ich fast 6 Wochen mal nicht arbeiten konnte, weil meine Oberschenkel nicht mehr mitgemacht haben. Und das konnte mir niemand erklären. Ich hatte damals eine sehr, sehr gute Hausärztin und die war voll auf meiner Seite und hat mich auch kinesiologisch und immer sehr gut an die Hand genommen und hat geschaut, was ich gerade brauche. Also ich habe mich da in guten Händen gefühlt, aber sie hatte halt trotzdem auch keine Erklärung dafür. Aber ich durfte mir wenigstens diese Zeit nehmen. Zickzack hat heute echt Hunger und der schimpft mich gerade die ganze Zeit, weil er jetzt schon das Mittagessen haben möchte. Geht uns nicht anders, wenn wir Hunger haben, oder? Dann werden wir auch zum Löwe. Und er riecht nämlich diesen Apfel-Dattelteller, den ich bereitgestellt habe. Kommt auf. Ja, genau. Nach meiner ersten Schwangerschaft haben diese starken Verspannungen angefangen im Schulterbereich und zwar noch in der Stillzeit. Und zwar so schlimm, dass ich in einer Situation saß ich auf dem Sofa, Kind im Arm gestillt und ich konnte nicht mehr aufstehen. Krass. Und es hat wie alles blockiert hier oben. Und ich habe einfach gefühlt, wenn ich mich bewege, ist es extrem schmerzhaft. Und dann habe ich nur überlegt, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich dieses Kind, ja gut, es ist gestillt, es ist zufrieden, es ist eingeschlafen, alles gut mit dem Kind, aber was mache ich jetzt? Und das war dann die erste Situation, wo mein Mann wirklich sehr zackig nach Hause kommen musste. Und das hat dann doch eine Stunde gedauert, bis er da war aus Zürich, und um mir dieses Kind abzunehmen, um mir dann irgendwie zu helfen, da wieder hochzukommen. Das war ganz neu für mich, diese Blockade, dass ich verspannt war. Das kannte ich schon früher, aber so, dass ich wirklich so eine Blockade habe, das war neu. Und das hat sich dann auch immer wieder mal wiederholt, dass ich unter so starken Schmerzen verspannt war und Blockaden hatte, dass ich teilweise 3 Tage nichts mehr machen konnte. Und trotzdem ging der Alltag weiter, dann auch ja mit Kind. Ja, klar, gell? Ja. Gibt es keinen Unterbruch. Nein. Und man muss es einfach irgendwie
trotzdem daneben schaffen. Man ist alleine, man muss es irgendwie schaffen. Und das habe ich auch, aber es war halt einfach sehr anstrengend und energieraubend. Apropos Energie, ich habe auch damals gemerkt, dass meine Energie nicht mehr die gleiche war wie früher. Ich war mehr erschöpft, ich habe mehr Mittagsschlaf gebraucht als früher. Früher habe ich eigentlich gar nie Mittagsschlaf gebraucht. Gut, wenn man Kinder hat, nutzt man das ja dann auch, wenn sie mal schlafen, dass man das dann auch nutzt, um mal sich hinzulegen. Aber das war dann teilweise so, dass ich gar nicht mehr hochkam. Ja. Also andere sagen mir, nach so einem Nap sind die nach einer Viertelstunde sind die wieder fit. Und ich bin nach 2 Stunden kaum hochgekommen. Ja. Und auch wenn ich nur eine halbe Stunde gelegen bin, bin ich kaum hochgekommen. Und dann habe ich immer so gefroren. Das hat sich dann manchmal hingezogen bis zum Abendessen, dass ich nur gefroren habe. Manchmal auch im Sommer. Ja, also war so auffällig, vor allem nach dem ersten Kind. Und dann habe ich, bevor ich nochmal schwanger geworden bin, mit dem zweiten Kind, habe ich nochmal so eine Fastenkur gemacht. Das war dann auch das letzte Mal, als ich so in der Art gefastet habe. Die Schwangerschaft war eigentlich wieder sehr ähnlich, war alles gut, nur die Geburt war wieder sehr, sehr mühsam, anstrengend, langwierig und wahnsinnig energieraubend, fast noch mehr als bei der ersten. Und da hatte ich extrem lange, also fast ein halbes Jahr, bis ich körperlich und seelisch wieder auf dem Stand war wie vorher. Also wenn man das überhaupt jemals wieder ist wie vorher. Es macht ja trotzdem was mit einem. Aber ich konnte irgendwie mein zweites Baby gar nicht so richtig genießen, dadurch, dass es körperlich und seelisch so viele Verletzungen gab. Ja. Die Verspannungen waren dann auch wieder ein Thema. Zudem war mein Sohn sehr schwer und hat viel schneller an Gewicht zugelegt als meine Tochter damals, die ich lange, lange noch rumgetragen habe in meinen Tüchern und so. Das ging bei meinem Sohn fast gar nicht. Der wurde so schnell so schwer, dass ich ihn nach einem halben Jahr kaum noch tragen konnte. Ja, also diese Blockaden kamen weiterhin in regelmäßigen Abständen. Und 2014 war dann so ein erstes Wendejahr, es gab dann hinterher noch ein zweites, wo ich beim Aufschreiben gemerkt habe, dass in dem Jahr doch relativ viele Sachen passiert sind. Ich habe das damals gar nicht wahrgenommen, erst heute. 2017, wo ich noch drüber reden werde, nachher über das 2017, das war viel klarer. Da kamen so viele offensichtliche Sachen, die konnte ich immer sofort benennen. 2017 war die Wende, aber dass 2014 eigentlich schon so eine kleine Wende war, das habe ich erst jetzt gemerkt. Also 2014 war, dass ich, muss ich gerade überlegen, weil es nicht so ganz präsent ist, kann ich es jetzt nicht gerade sofort bringen. 2014 war die Zunge, genau. Aber die Zunge war nicht das Erste, sondern das Erste war, verdauungstechnisch ist nochmal was passiert. Und zwar waren wir in Thailand unterwegs und nach Thailand habe ich gemerkt, dass mit meiner Verdauung was anders ist. Und ich habe dann auch mal einen Arzt gefragt, ob denn das sein kann, dass ich da vielleicht was aufgelesen habe, dass das einen Zusammenhang haben könnte. Und was war denn anders? Blähungen und ohne zu wissen genau, was habe ich jetzt anders gegessen oder habe ich was Blähendes gegessen, aber auch sehr auffallend war, dass es so gerochen hat, sehr unangenehm. Und die Ärzte sahen da eigentlich keinen Zusammenhang, aber ich kann mich wirklich noch sehr gut daran erinnern, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass diese Reise quasi der Auslöser war. Heute frage ich mich natürlich, okay, was habe ich da aufgelesen? Irgendeinen Käfer, irgendeinen Pilz oder irgendein Bakterium, was auch immer.
irgendwas muss ich da aufgelesen haben. Und kurz daraufhin habe ich eine sehr starke Grippe bekommen. Und sonst war ich nie so krank wie da. Also Fieber kenne ich sonst eigentlich eher nicht so. Und ich lag wirklich tagelang im Bett. Mein Mann musste zu Hause bleiben, den Kindern schauen, weil ich das nicht mehr konnte. Und dann ging es mir besser und eine Woche später habe ich daraus eine Nasennebenhöhlenentzündung entwickelt, eine Sinusitis. Hatte ich noch nie, kannte ich nicht, war total neu für mich. Und das war so schlimm auch, dass ich danach 2 Wochen flach lag und Antibiotikum bekommen habe. Verrückt, ja. Ja. Und ungefähr 6 Wochen später hat mein Zungenproblem angefangen. Das heißt, dass ich so eine Missempfindung, damals habe ich es immer Missempfindung genannt, aber ich weiß heute auch, dass es wie eine Hyperaktivität der Zunge ist. Und dass die Zunge überall ist, nur nicht an dem Punkt, wo sie sein sollte. Das ist auch ein Wissen, was ich erst später erlangt habe, dass eigentlich die Zunge an einen bestimmten Ort zu liegen kommen soll, im Ruhezustand. Damit habe ich mich vorher nie beschäftigt. Mir hat zwar mal ein Zahnarzt gesagt, dass ich falsch schlucke. Aber er meinte dann, ja, solange ich ja keine Probleme habe, wäre das ja egal. Aber dass sich daraus mal Probleme entwickeln könnten, das das war mir nicht klar. Sonst hätte ich das hinterfragt. Und wenn es einem ja gut geht, hinterfragt man das ja auch nicht. Erst wenn es einem schlecht geht. Genau, also diese Zungenproblematik, das war dann auch wirklich sehr störend. Ich hatte zu der Zeit auch so ein Globusgefühl im Hals, wo auch die Ärzte keinen Zusammenhang gesehen haben, nicht gewusst haben, woher das kommt. Das ist dann auch wieder verschwunden und dann ist es auch wieder vergessen. Genau. Und dann gab es, da muss ich jetzt kurz spicken, dann gab es noch, bevor dann nämlich 2017 kommt, meine ich, dass noch was Kleines davor war, bevor ich das jetzt vergesse zu sagen. Also diese Zeit zwischen 2014 und 2017 war schon geprägt durch mehr Arztbesuche. Es waren vielleicht belanglose Sachen, aber es waren Sachen, die mich doch angefangen haben zu stören, wie zum Beispiel die Müdigkeit. Und ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder bei der Ärztin gesagt habe, wie kann es sein, dass ich immer so müde bin? Ja. Das kann doch irgendwie nicht sein, ich bin doch noch so jung und man hat dann angefangen, das Blut zu testen und jenes zu testen und dies zu testen. Und weil das immer alles gut war, haben die Ärzte auch keinen Grund gesehen, dass man da irgendwas machen müsste. Verstehe ich ja auch. Nur mich hat es nicht losgelassen. Das Problem war ja für mich nicht gelöst. Genau, nur weil es auf den Laborwerten nicht ersichtlich war, war es für dich ja trotzdem Realität. Ja. Ich erinnere mich, dass ich angefangen habe, der Ärztin so Anleitungen zu geben, schon damals, also schon relativ früh, weil ich gedacht habe, ja gut, jetzt ist nichts rausgekommen und jetzt lässt sie mich da einfach wieder gehen, mein Problem ist ja nicht weg. Ich möchte jetzt noch wissen, könnte es daran liegen, könnte es daran oder daran oder daran. Also ich habe ja so Vorschläge gemacht, wie zum Beispiel, könnten Sie vielleicht schauen, ob ich Hepatitis C habe, weil ich ja doch auch lange in Asien gelebt habe. Ja, das hat man dann auch alles immer gemacht, natürlich. Wenn der Kunde das so, Patient so möchte, dann macht man das auch, aber von sich aus. Und was kam da raus? Nein, das war immer alles negativ. Da war ich ja auch froh drüber, dass das immer alles negativ war. Aber es war trotzdem unbefriedigend, weil es keine Antworten geliefert hat. Genau, man sucht diese Antwort, weil also man kommt sich ja nur bescheuert vor, wenn das sich über Jahre zieht und man hat diese unerklärlichen Symptome und auf den Papieren sieht alles immer in bester Ordnung aus. Das ist so eine frustrierende Sache. Ja, es kam mir manchmal auch vor, dass die Ärzte
eigentlich mir eine positive Nachricht überbringen wollten und über ihr Gesicht gestrahlt haben, dass es ja das alles ja jetzt nicht ist, was wir jetzt getestet haben. Und ich dann trotzdem rausgelaufen bin und gedacht habe, ich bin zwar froh, dass das alles nicht ist, aber was ist es dann? Genau. Weil ich da doch jung bin und warum bin ich immer so müde? Ich konnte das einfach nicht, ich konnte das irgendwie nicht akzeptieren, dass es jetzt einfach so ist und mit mir alles stimmen soll. Und ja, ich habe dann zu der Zeit wieder angefangen, mich vermehrt auseinanderzusetzen mit der Ernährung. Und wir sind dann in so ein Familienprojekt reingerutscht, mehr oder weniger. Zuerst über einfach nur mal zuckerfrei zu leben, mal zu schauen, was es mit einem macht, wenn man auf den industriellen Zucker verzichtet. Aber das hatte dann einen Rattenschwanz. Wenn man das macht, dann ist man irgendwann, oder wir waren das dann irgendwann plötzlich Low Carb. Und dann sind wir wirklich da reingerutscht in dieses Low Carb und haben das über mehrere Monate gemacht. Und ich muss sagen, wir haben in der Zeit wirklich extrem fettig gegessen. Also sprich wirklich viel Fleisch, schon auch viel Gemüse, keine Frage, aber sehr fettig. Also viele fettige Milchprodukte, viel tierisches Eiweiß generell, eben auch das Fleisch, viele Eier. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, es wundert mich dann eigentlich nicht, weil das war 2016, dass bei mir 2017 so schlagartig dann alles losging. Ja. Hast du schön deine Virenstämme gefüttert? Genau. Ich habe richtige Arbeit geleistet, um mich noch kränker zu machen. So ein Milieu angezüchtet. Man weiß das ja nicht. Man probiert das aus. Nicht. Man wollte eigentlich sich was Gutes tun. Definitiv. Und das mit dem Zucker hat ja auch so viel Sinn gemacht. Auch gerade mit den Kindern war das ein Thema, was sowieso wichtig ist. Man muss das ja thematisieren mit den Kindern, mit den ganzen industriell verarbeiteten Lebensmitteln in der heutigen Zeit und ihnen auch bewusst zu machen, wo ist eigentlich überall Zucker drin. Ich wollte das meinen Kindern mitgeben, dass sie das wissen, was in der heutigen Nahrung alles drin ist, in der Nahrung, die man sich einfach so gedankenlos kauft und halt isst, weil es halt schmeckt. Ja. Und ja, aber dieses Low Carb ging dann halt so ein bisschen nach hinten los. Das hatte jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Zuckerfrei zu tun, aber ich wusste es damals halt einfach nicht besser. Das hat sich dann aber auch wieder so ein bisschen ausgeschlichen. Also man hat das zwar wirklich, wir haben das lange gemacht, aber es hat sich dann wieder ausgeschlichen. Und als mir dann 2017 so schlecht ging, habe ich das wieder ein bisschen vernachlässigt gehabt. Dann war dieses Ernährungsthema für den Moment mal wieder so ein bisschen auch vom Tisch, weil einfach der Fokus woanders lag, nämlich bei meiner Gesundheit, die dann wirklich sehr rapide eigentlich nach unten gegangen ist. Ja. Und der Auslöser war, ich war damals arbeitssuchend. Ich habe eine längere Elternzeit gehabt und wollte wieder in meinen Beruf einsteigen, ins Marketing. Und ich habe immer gesagt, okay, Marketing, man darf eigentlich nicht so lange fehlen, aber irgendwo wird wieder ein Türchen aufgehen. Und ich war auch bereit, Ausbildungen zu machen, Weiterbildungen, aber ich war immer der Meinung, zuerst müsste ein Job her und dann weiß ich auch, welche Ausbildung dann wichtig wäre. Aber es kam kein Job und deswegen blieben die Türen zu und ich konnte das, also ich war erschüttert so in meinem Urvertrauen. Und was ich vorher immer alles als Privileg und gut empfunden habe, nämlich dass ich für meine Kinder und für meine Familie voll da sein darf, war plötzlich eine Riesenbelastung und Stress pur. Ja. Also ich habe plötzlich nicht mehr das Positive gesehen. Und das ist eigentlich so schade, aber das hat es halt einfach mit mir gemacht.
Und das hat sich dann so hingezogen. Und mich hat dann irgendwie so der Ehrgeiz gepackt. Ich war dann nicht diejenige, die dann irgendwann gesagt hat, ja, dann lässt es halt sein, sondern ich habe mich noch mehr reingestürzt. Und weil ich mich noch mehr reingestürzt habe, haben meine Nebennieren wahrscheinlich ohne Ende einfach nur Adrenalin reingepumpt. Ich habe das also quasi mit jeder Bewerbung habe ich mich da so mit identifiziert und dann kam wieder die Enttäuschung. Ja. Also es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und meine ganze Ausrichtung, meine ganze Gefühlslage, die ging einfach nur rauf und runter in der Zeit. Und dann hatte ich ein Wochenende mit meinem Mann alleine und wir wollten was Besonderes zusammen machen und sind reiten gegangen. Und da ich ja, wie gesagt, Allergikerin bin, habe ich mir damals gedacht, okay, ich will es genießen, ich nehme mal ein Antihistaminika. Ich habe das noch nie genommen und habe das dann einfach ausprobiert, habe das genommen. Wir hatten ein wunderschönes Wochenende. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich richtig mal runterfahren konnte. Aber in der gleichen Woche darauf haben meine Schlafprobleme angefangen. Und es kann sein, dass das noch das Letzte war, was noch gefehlt hat, diese ganze Situation zu kippen, dieses Antihistaminika. Und die Schlafprobleme waren dann eigentlich nur das Resultat, was meine Gemütslage vorher schon war. Dieser Pegel an Stress, der wirklich permanent da war. Also ich war in der Zeit auch nicht für meine Familie mehr da wie vorher, obwohl ich ja nach wie vor Hausfrau war. Ich war emotional und vom Kopf her und vom Gemüt her war ich eigentlich nicht mehr bei meiner Familie. Der ganze Fokus war nur noch bei diesem einen Thema. Ja. Und die Schlafprobleme haben dann alles natürlich noch verschlimmert. Und wie sah das aus? Also bist du eingeschlafen und dann mitten in der Nacht aufgewacht und konntest nicht mehr einschlafen oder konntest du vornweg schon gar nicht einschlafen? Das war total unterschiedlich. Es war nicht immer gleich. Es gab wirklich mehrere Tage, mehrere Nächte in der Woche, wo ich gar nicht geschlafen habe. Also es konnte durchaus sein, dass ich in einer Woche von 7 Nächten 3 Nächte gar nicht geschlafen habe und die anderen Nächte vielleicht 2-3 Stunden. Oh, okay. Ja. Und ich hatte kurz davor schon, so 1-2 Monate davor, haben so die Schmerzen angefangen in der Flanke. Und das hat sich dann so runtergezogen, Hüfte, Oberschenkel, vor allem hier die Seiten, diese Sehnenplatten. Und das wurde dann noch verstärkt mit dem Nichtschlafen, also die ganze, auch die Verspannung natürlich, die ganze Schmerzlast wurde noch viel schlimmer mit dem weniger Schlaf. Klar. Und das hat sich dann auch so weitergeschaukelt, weil das ist ja ein Teufelskreis. Ich habe dann irgendwann wirklich gemerkt, dass ich auch aufgrund der Schmerzen nicht mehr schlafen kann. Ja. Und ich konnte auch in keiner Position mehr schlafen. Ich war immer eine Bauchschläferin, das ging dann wegen dem Nacken schon länger nicht mehr. Ich war dann eine Seitenschläferin, musste ich dann ja umstellen und das ging dann plötzlich auch nicht mehr. Und dann war ich eine Rückenschläferin. Also es sträubt sich mir eigentlich alles in mir, auf dem Rücken zu schlafen, aber es ging nicht mehr anders. Und auch meine Extremitäten haben angefangen zu kribbeln in der Nacht. Also, dass ich teilweise dann auch fast nichts mehr gespürt habe, so richtige Taubheit. Diese neurologischen Störungen wurden immer stärker. Und man liegt im Bett mit 1000 gefüllten Kissen, versucht irgendwie eine Position zu bekommen. Und was ich dann auch festgestellt habe, je länger ich nicht einschlafen konnte, je mehr habe ich angefangen zu schwitzen. Ganz stark. Also so, dass ich mich angefangen habe auszuziehen. Das kannte ich eigentlich gar nicht.
Und dann auch so stinkend schwitzen, das kannte ich vorher auch nicht, diesen Geruch. Und das war wahrscheinlich auch einfach Stress pur. Also ich konnte einfach irgendwie nicht abschalten. Der ganze Organismus konnte nicht runterfahren. Und ich habe dann Hilfe gesucht bei der traditionellen chinesischen Medizin und habe es dann geschafft, diesen Level von Hypern wieder ein bisschen zu senken auf ein Level, was ich irgendwie ertragen konnte. Aber das war alles noch auf sehr wackeligen Beinen. Also ich kann da nicht sagen, ab da habe ich dann wieder gut geschlafen. Das ging dann einfach so, ich hatte mal eine gute Nacht zwischendurch. Und dann kamen aber wieder 5 schlechte. Und das hat sich über Monate hingezogen. Und dass du das geschafft hast, also das ist ja, man hat ja dann auch kein Nervenkostüm mehr und du hattest die 2 Kinder noch zu Hause, wie hast du da ja, und ich habe auch gerade eine Ausbildung angefangen, gerade zu der Zeit auch. Und ich muss sagen, am Anfang, ich war fit. Das hat mir manchmal Angst gemacht, weil ich so in der ersten Phase, ich sage jetzt so im ersten Monat, als das angefangen hat, war ich zwar psychisch irgendwie voll fertig nach so einer Nacht, aber ich war tagsüber top fit. Ich konnte lernen ohne Ende. Ich konnte meinen Alltag bewerkstelligen, kein Problem. Und abends wurde ich trotzdem nicht müde. Ich hatte mein Loch meistens so am Nachmittag rum, irgendwann 4, 5, 6, wo ich dann echt gegähnt habe, ohne Ende. Also da hätte ich quasi ins Bett gehen können. Und als ich dann am Abend hätte ins Bett gehen sollen, war ich nicht müde. Ich habe nicht mehr gegähnt. Also gähnen, ins Bett zu gehen, kam gar nicht mehr vor. Ich habe nicht mehr gegähnt, wenn ich ins Bett gehen sollte. Also diese Müdigkeit kam nicht wieder. Mein ganzer Rhythmus war komplett war irgendwie durcheinander. Und deswegen war es am Anfang gar nicht so tragisch, aber das ist ja ein Zustand, das schafft man nicht lange. Und das kam dann natürlich schon, dass es dann irgendwann so anstrengend wurde, dass ich den Alltag wirklich dann mehr und mehr, wirklich mehr schlecht als recht irgendwie noch geschafft habe. Und mich auch teilweise gefragt habe nach solchen Nächten, wie ich jetzt eigentlich nach St. Gallen zu meiner Weiterbildung kommen soll, weil ich mich nicht mehr getraut habe, Auto zu fahren. Weil es ja auch gefährlich ist. Man weiß nie, wann man Sekundenschlaf hat oder sowas. Ich habe wirklich Angst bekommen. Hattest du auch Schwindel oder Brain Fog oder war dann einfach diese bleierne Müdigkeit da? Also Brain Fog kannte ich damals das Wort gar nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ziemlich sicher hatte ich das. Ja. Und diese bleierne Müdigkeit, wie gesagt, die kam dann wirklich mit der Zeit ganz schlimm. Also, dass ich morgens aufgestanden bin und ich wäre am liebsten eigentlich wieder, nachdem die Kinder das Haus verlassen haben, wäre ich am liebsten wieder, ich habe es auch manchmal versucht, mich wieder hinzulegen, auch nachmittags. Aber ich habe mal gelesen, spielt keine Rolle, wann du deinen Schlaf kriegst, das einfach Hauptsache irgendwann kriegst du deinen Schlaf. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kriege ich ihn halt tagsüber, aber das war auch nicht so. Das ging nicht. Ich habe mich hingelegt, konnte nach einer halben Stunde wieder aufstehen, ich konnte nicht schlafen. Obwohl diese Müdigkeit da war. Und obwohl ich es wollte. Und das ist halt so, wenn man es unbedingt will, klappt es ja sowieso nicht. Ja, also dieses Schlafproblem hat mich wirklich fertig gemacht. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich nonstop wirklich beim Hausarzt war. Weil ich einfach gefunden habe, hey, also jetzt muss was gehen. Also ich schaffe das so nicht. Wie war das denn? Weil deine Hausärztin hat ja jetzt doch schon eine längere Zeit deine Krankheitsgeschichte auch miterlebt. Auch wenn die Laborwerte immer gut waren. Und dann kam jetzt das noch mit der Schlaflosigkeit dazu. Sie hat das natürlich mitbekommen, dass es mir psychisch nicht so gut ging wegen meiner Jobsuche.
und hat dann das immer da drauf geschoben, was ja auch der Auslöser war. Für den Stress, genau. Genau. Ja. Aber dass natürlich schon andere Sachen auch noch da waren, den Zusammenhang hat sie nicht gesehen. Auch mit den Schmerzen, das war alles so unerklärlich. Es war alles dann einfach psychosomatisch. Und am Anfang habe ich das wirklich ja noch verstanden und mit der Zeit hat es mich so angefangen zu nerven, dass immer alles auf dieses Thema geschoben wird, obwohl ich mittlerweile dann angefangen habe, gewisse Sachen aufzuarbeiten. Und näher auch hinzuschauen, weil irgendwann war das Thema für mich durch mit dem Job. Ich habe mich jetzt für eine Ausbildung, eine neue entschieden, die habe ich dann durchgezogen und ich war auch guter Dinge, dass dann sich da ein Weg ergeben wird und eine Tür aufgehen wird. Und dann trotzdem das immer wieder zu hören, ja, das ist psychosomatisch. Und wurde dir Antidepressiva angeboten? Mir wurde alles angeboten. Auch an Schlafmitteln und ich was weiß, hast du alles genommen? Also ich habe alles genommen, was so pflanzlich war. Ja. Alles, was so beruhigt oder schlafanstoßend ist. So Baldrian-Tropfen und so, oder? Ja, da gibt es noch andere Sachen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die alle hießen. Aber ja, ist egal. Also die Chemie wolltest du nicht? Die Chemie wollte ich nicht, genau. Ja. Und irgendwann war dann halt einfach der Zeitpunkt, wo die Ärztin gemeint hat, ja, ich weiß eigentlich nicht weiter. Sie möchte, dass ich das quasi, also so hat sie es mir nicht gerade gesagt, aber das habe ich gemerkt, dass eigentlich sie mich am liebsten bei einem Psychiater sehen würde, weil austherapiert. Für sie bin ich quasi austherapiert. Ja. Sie weiß nicht, was. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich in der Zeit alle Ärzte abgeklappert habe. Also das war eine sehr intensive Zeit, wo ich beim Neurologen war, beim Kardiologen war, bei Hautärzten war. Ich hatte auch so Ausschläge im Gesicht. Bei Hautärzten war. Ich habe so viele Untersuchungen machen lassen, MRIs zum Beispiel, mit Kontrastmitteln und, wo ich mir heute an den Kopf fasse. Aber man wollte ja auch ich wollte ja wissen, was mit mir los ist. Und deswegen macht man das halt auch. Ja, man möchte antworten. Ja. Soll sich ja ändern und es können sich die Dinge nur ändern, wenn man weiß, worum es geht. Und dazu kommen wir jetzt. Ja, genau. Also nein, ganz so weit bin ich zwar noch nicht. Bist du noch nicht? Weil die Kiefersache kam ja dann noch. Ja. Die Kieferverspannung kam dann plötzlich. Das ist auch, wie gesagt, ich hatte nur die Zungenproblematik. Plötzlich hatte ich noch eine Kieferproblematik. Ja. Und das war auch sehr hinderlich beim Schlafen, weil man liegt ja auch da drauf und das war dann noch mal zusätzlich für den Schlaf sehr schlecht. Also ich hatte Verspannungen, ich hatte Knacken und bin dann in die Physiotherapie gekommen. Und alles, was ich gemacht habe an alternativen Sachen, war immer lindernd, aber halt nicht. Ist die Ursache behoben. Genau, war nicht nachhaltig. Ja. Und die Kieferproblematik bin ich erst später angegangen, als ich schon auf dem Anthony William Weg war. Genau. Ich habe dann in der Zeit auch angefangen, weil ich ja beim Psychiater war, Antidepressiva zu nehmen, weil einfach ein Punkt überschritten wurde, wo der Schlaf nicht besser wurde und ich es nicht mehr ausgehalten habe. Also nach etwa 10 Monaten habe ich den Zustand nicht mehr ausgehalten. 10 Monate hast du durchgehalten? Ja, Auf und Abs natürlich, aber habe ich durchgehalten und da war für mich so eine Grenze überschritten, wir waren in den Ferien und ich habe gedacht, in den Ferien muss es ja besser sein, weil da ist ja das ganze Nervensystem ein bisschen unten und dann kommt das und das war nicht so. Und dann habe ich gedacht, gut, also dann braucht es was. Und das war dann das Antidepressivum, was schlafanstoßend ist. Und das hat natürlich auch gewirkt, aber
auch beim Essen. Ich habe nur noch gegessen. Dann haben wir das Mittel gewechselt, weil ich gesagt habe, so kann das nicht weitergehen. Also da mache ich mir nur ein neues Problem. Aber das hat dann nicht mehr so gut gewirkt und das war dann halt so ein Kompromiss. Man nimmt halt das, was nicht so gut wirkt, aber... Also hattest du dann an Gewicht zugenommen? Ja. Genau. Also ich konnte es aber gerade noch so ein bisschen stoppen dann. Okay. Also ich habe von der ersten Tablette an nur gegessen. Krass. Es war wirklich so. Erste Tablette rein. Also hat man dann auch richtig Hunger oder wie? Auf alles, was nicht gesund ist. Mein Einkaufswagen war voll mit Keksen. Schrott. Ja, Schrott. Wirklich Schrott. Und das habe ich alles So gegessen. Leben verkürzt durch Antidepressiva. Und wir waren vorher zuckerfrei. Oh Mann. Ja, aber der Schlaf ist wichtiger. Ja, genau. Ja. Ja, die ganze Kieferproblematik wurde dann noch schlimmer, als sich dann diesen Saug-Schluck-Reflex sich noch eingeschaltet hat. Dann war diese ganze Problematik plötzlich hier oben ganz konzentriert. Ich habe auch dieses Globusgefühl wieder gehabt. Und dann kam, also mit Ängsten hat man natürlich die ganze Leidensgeschichte immer wieder zu kämpfen. Natürlich. Aber da war es ganz schlimm, weil wenn man nicht mehr richtig schlucken kann, macht das ja einem noch zusätzlich Angst. Und es verstärkt die Angst, die man vorher schon hatte. Und man fragt sich Fragen, die will man sich nicht fragen mit noch nicht mal 40. Also da tun sich Abgründe auf, die man nicht will. Und die Isolation ist natürlich auch so ein Thema. Ja. Man will das gar nicht, aber es geht nicht anders. Ja. Es passiert, es macht es einfach mit einem. Genau. Man wird, das ist diese Abwärtsspirale. Man kommt da rein und man wird einfach da reingesogen und teilweise merkt man es ja auch ganz bewusst, dass es passiert. Aber man weiß nicht, wie man es wieder nach oben schaffen soll. Und das war dann auch so ein Moment, wo dann das auch noch kam. Dann kam noch die Sehenscheidenentzündung und der Schlaf war wieder so schlecht. Und da habe ich dann schon gearbeitet. Da hat sich dann meine Ausbildung ausgezahlt. Ich habe dann wieder gearbeitet. Und man möchte es gut machen auf der Arbeit. Man möchte dem gerecht werden. Man hat endlich sein Ziel erreicht. Ja. Ich habe auch gedacht, das beruhigt sich dann alles. Ja. Aber das war nicht so. Weil es ist ja psychosomatisch. Ich habe jetzt einen Job, jetzt geht es wieder bergauf. Genau, es hat sich dann bestätigt, dass es das eben nicht ist. Ja. Und in der Phase bin ich dann auf Medical Medium gestoßen. Das war so, dass ich mittags einen Mittagsschlaf gemacht habe und mir wirklich wie so eine Eingebung in den Sinn kam, mein Gott, ich hatte ja pfeiferisches Drüsenfieber, weil ich habe mich in der Zeit mit ganz vielen Fragen beschäftigt, um mal für mich Antworten zu finden, weil die Ärzte, die haben ja nur noch dokumentiert, die haben nur zugehört, die haben nicht erforscht, ergründet, woher das kommen könnte. Das habe alles ich gemacht, in Eigenregie. Und deswegen kam mir das plötzlich wie eine Eingebung. Hey, ich hatte pfeiferisches Drüsenfieber. Mittagsschlaf war vorbei, ich habe sofort gegoogelt, okay, was ist das? Was macht das? Hat das Folgeerkrankungen und so weiter? Habe aber noch nicht Medical Medium darin gefunden, sondern mehr halt wirklich, dass es Folgeerkrankungen geben kann. Mehr Sachen, die mir dann Angst gemacht haben, wie Krebs und sowas, waren ja schon Themen, die mich beschäftigt haben, wegen diesem Globusgefühl, ob da irgendwas ist in meinem Hals, was da wächst. Und am Tag darauf bin ich zur Physiotherapeutin gegangen, die sehr ganzheitlich denkt und auch arbeitet. Und erzähle ihr das so und dann sagt sie, ja, kennst du denn das Buch von Anthony William nicht? Und Selleriesaft trinken und so. Und ich, hä? Was? Nee. Und ich lag dann da auf dem Schrank eine Stunde lang. Sie hat gebabbelt ohne Ende über diese Bücher und was da alles dazu gehört und wie sie das bei ihrem Sohn gemacht hat mit Selleriesaft und so. Und ich habe einfach nur gespannt zugehört. Das hat mich irgendwie richtig in den Bann gezogen und so war ich schon immer. Wenn mich was fesselt, dann muss ich mich damit beschäftigen und dann möchte ich es dann auch an mir ausprobieren. Und so war das dann auch. Ich habe mir das Buch gekauft
ich hatte dieses Buch in der Hand, ich habe diese Sachen gelesen über Fibromyalgie und ich konnte nicht mehr aufhören. Es war, da standen so viele Antworten plötzlich drin. Und ich konnte es nicht glauben, dass ich das jetzt in den Händen halte. Also so, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war für mich wirklich so, wow. Ja, von dem Nichtwissen in das Wissen hinein, gell? Ja. Dann die Zusammenhänge zu verstehen oder auch Dinge zu lesen, wo man denkt, okay, das ist 1:1 meine Krankheitsgeschichte. Ja, er hat so viele Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, ja genau. Ja. Er bringt es auf den Punkt, das ist es. Und vorher war ich ja immer die Erklärende bei den Ärzten, bei Freunden. Ja, was hast du denn? Ja, man versucht sich zu erklären. Ja. Und plötzlich kommt da einer mit so einem Buch und da steht alles genau, wie man sich fühlt. Ja. Und das ist, oder was man hat und welche Abfolgen das haben kann. Und man denkt sich nur, woher weißt du das? Und ja, und ich habe mir gedacht, gut, wenn das über die Ernährung geht, das kann ich. Über die Ernährung habe ich jetzt schon einiges gelesen, bewirkt, an mir ausprobiert. Ich probiere das auf jeden Fall. Ja. Und ich war sehr, sehr ungeduldig. Ich wollte das, ich hatte quasi das Buch noch gar nicht wirklich fertig und habe schon angefangen mit Selleriesaft, mir direkt einen Entsafter gekauft. Und ich bin natürlich viel zu schnell in alles zack rein. Aber ich wollte unbedingt ich wollte meinen Zustand verbessern. Ich wollte da raus. Das wolltest du ja schon seit Jahren. Ja. Aber das Wissen war nicht da, das Handwerk. Ja, und hast du dann auch zu schnell entgiftet? Also hattest du dann Schwierigkeiten? Nein, es ging mir eigentlich so wie beim Fasten, beim ersten Mal Fasten. Es ging mir sehr gut. Ah, schön. Ja. Es ging mir sehr gut. Ich habe es gut vertragen, obwohl ich bin eigentlich viel zu schnell gestartet. Von 0 auf 100 quasi mit allem. Aber ich konnte diese ersten 6 Wochen, wo ich es wirklich voll durchgezogen habe, weil es hat, bei mir hat es sofort gewirkt. Ich weiß, dass das nicht bei jedem so ist. Aber bei mir hat sich irgendwie ganz viel, in ganz kurzer Zeit hat sich wie aufgelöst. Dieser Saug-Schluck-Reflex war weg. Auch in dem Moment, wo ich wusste, dass es ein Saug-Schluck-Reflex ist, der sich da ausgelöst hat, war schon viel besser danach. Nur schon das Wissen. Ja, das Wissen, was es ist, gell? Ja, das Wissen, was es ist. Die Wahrheit macht dich frei. Absolut, es war wirklich so. Das war der Beginn der Heilung von diesem Symptom. Und die Verspannungen waren weg. Ja. Das Globusgefühl habe ich gemerkt, dass immer weniger wurde. Die Schmerzen wurden immer weniger. In dem Sommer, wo ich das gemacht habe, da ging es mir wirklich so schlecht, dass ich habe keinen Neckholder mehr vertragen. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit meinen Kindern ins Strandbad gefahren bin und ich konnte mein Bikini auf meiner Haut, auf meinen Muskeln nicht ertragen. Ja. Ich konnte kaum auf dem Boden sitzen. Ja. Man macht es ja den Kindern zuliebe, aber am liebsten wäre man da jetzt nicht. Fühlt sich dann wie 90, gell? Total schlimm. Crazy. Also, ja, total. Und ins kalte Wasser bin ich ja gar nicht, weil kaltes Wasser, da meine Muskeln wieder... Also so schlimm war das da in dem Sommer. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie sich das alles löst. Wow. Und hinterher habe ich auch gemerkt, dass sich auf der psychologischen Ebene ganz viel gelöst hat. Und das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Ich habe ja auf das Körperliche abgezielt. Aber vom anderen, man hat ja diesen Teufelskreis da, dieses Hamsterrad im Kopf. Und vor allem bei Leuten, die nicht schlafen können, dann kommt das dann manchmal so. Und plötzlich konnte ich mich von all diesen Sachen distanzieren. Das war eine Befreiung pur. Ja. Mich nur schon davon zu distanzieren, das mal quasi nicht drin zu fühlen und zu spüren, sondern mal von außen drauf zu schauen. Das war eine ganz neue Perspektive. Und da hat es mir wirklich nachher den Ärmel reingezogen, dann halt auch bei Anthony Williams zu bleiben. Ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt, mir die anderen Bücher auch gekauft.
Ich bin dann immer wieder mal durch zum Beispiel Urlaube oder so wieder auch ins alte Muster natürlich zurück, habe aber gewisse Dinge bis heute immer durchgezogen, zum Beispiel die Morgenroutine. Also ich mache das jetzt seit über einem Jahr und die Morgenroutine habe ich nie geändert. Die war jetzt immer gleich. Ja. Auch wenn ich wieder beim Mittagessen oder beim Abendessen teilweise in die alten Ernährungsweisen reingerutscht war. Die Morgenroutine war immer das Gleiche bei mir. Und nur schon das hat viel bewirkt. Dann habe ich angefangen bei meinem Sohn, der Fructoseintoleranz hatte und auch immer mit der Verdauung Probleme hatte. Und habe dann auch mit ihm nochmal mitgemacht und habe dann hinterher gemerkt, boah, jetzt hat es bei mir aber auch nochmal was bewirkt. Dann bin ich wieder ein bisschen ins Alte gerutscht und so. Das ist ein Prozess. Dieses ganze Jahr ist ein Prozess. Ja. Und jedes Mal, mit jeder Phase, verfestigt man das wieder etwas. Es geht nicht alles auf einmal, das funktioniert nicht. Ja, genau. Und dieser Anspruch soll man auch nicht haben. Es muss nichts perfekt sein von Anfang an. Genau, der Geist muss auch ein bisschen mitkommen. Man kann nicht einfach ein Buch lesen und dann rational verstehen, okay, so und so läuft das ja ab jetzt von einem Tag auf den anderen. Ich finde nämlich die Reise hier mit dieser natürlichen Heilung auch einfach so wunderbar, dass man sich selber wirklich kennenlernt und seinen Körper wieder spürt. Ja. Weil das ist ja das, was passiert und nicht, dass man irgendwas adaptiert von jemandem, der jetzt sagt, hey, damit wirst du gesund und so weiter, sondern eigentlich die Erkenntnis, wer bin ich, was hat mein Körper für Abläufe, was passiert da eigentlich, was passiert eben nach einer Streptokokkeninfektion und so weiter. Und da dann dieses Verständnis und dann zurück zu dieser Partnerschaft mit dem Körper, das war für mich so krass, dass ich nicht nur viel gelernt habe über Krankheiten, sondern wirklich mit mir selber wieder zu arbeiten, Hand in Hand und auf meinen Körper zu hören, mit ihm die Schritte zu gehen. Und wenn er für eine Sache längere Zeit gebraucht hat, ihm diese auch voller Großzügigkeit halt zu geben und zu sagen, ja, aber nächsten Monat vielleicht oder in 2 Monaten. Ja, aber ich glaube, das braucht es eben genau, diese Antworten zu haben und einen Weg zu haben, eine Lösung zu sehen für seine ganzen Probleme. Ermöglicht es dann erst eigentlich, in diese Dankbarkeit zu kommen und in diese Innenschau auch. Ich hab vorher ja schon angefangen mit dem Weg nach innen. Aber so richtig in Fahrt kam der erst durch die körperliche Entgiftung. Also diese Ebenen arbeiten halt wirklich zusammen und erst dann ging auch eine andere Ebene plötzlich, wurden gewisse Schichten frei. Das stimmt, ja. Ja, es ist, als würde man, wenn man den Körper reinigt, der Geist auch klarer werden, wie man die Dinge sieht. Du hast es vorhin schön beschrieben mit dieser Außenansicht plötzlich, dass man diesen Blickwechsel hat. Ja, das kann ich so wirklich bestätigen, dass es man wird aktiv und ist nicht mehr passiv. Ich glaube, das ist eben auch ganz entscheidend, oder? Dass man wirklich selber was tun kann, das motiviert einem so stark. Vorher hat man ja eben diese Erwartung, liebe Ärzte, heilt mich. Tut was, mir geht so schlecht, tut was. Ja. Und jetzt ist es, ich tue. Genau, du hast das Handwerk bekommen, nämlich die Erklärung dafür, was gerade in deinem Körper schief läuft und welche Abläufe du unterstützen musst. Aber du kannst es umsetzen, du allein zu Hause. Ja. Das ist mega. Und es gibt einem auch diese Ermächtigung wieder über seinen eigenen Körper. Weil darunter habe ich manchmal auch gelitten, dass man wirklich so das Gefühl hat, man ist ausgeliefert. Ja, total ausgeliefert. Der fremdsteuert, oder? Ja, das war auch, ich habe so oft geweint und habe gesagt, warum hat sich mein Körper gegen mich verbündet? Ja, und dann zu merken, das ist nicht so, der kämpft gerade auf allen Fronten für dich. Und schützt mein Herz oder meine Lunge oder wirklich lebenswichtige Organe und die anderen leiden jetzt. Und es sind halt auch einfach Hilferufe auch vom Körper, all diese Symptome, all diese Sachen. Ich hatte ja auch einen angeblichen Herzinfarkt in der Phase, der ja gar keiner war. Das sind alles enorme Hilferufe des Körpers, dass einfach was nicht gut ist.
Und da hinzuschauen, aber eben, wenn man nicht weiß, wie, ist es einfach zermürbend. Nee, es ist chancenlos. Ja. Man braucht einen Plan dazu, die Schatzkarte. Ja, genau. Ja, möchtest du uns noch kurz mit reinnehmen, wie es dir heute geht im Hinblick auf die Symptome? Was kannst du alles durchstreichen? Ja, also es geht mir natürlich nicht anders als anderen auch, die mit Medical Medium arbeiten oder sich so ernähren, dass man auch teilweise Rückschritte wieder hat. Das hatte ich auch, gewisse Schmerzen, die wieder kamen, Verspannungen, die teilweise wieder kamen. Ich hatte auch eine Nasennebenhöhlenentzündung in dieser Heilungsphase, wo man dann schon einen Moment innehält und denkt, wie kann das jetzt sein? But why? Auch von außen kommt plötzlich, aber du ernährst dich doch jetzt so gesund, wie kann das denn sein? Und dann kommt man selber auch ins Grübeln und denkt, ja, mache ich denn was falsch? Nein, man macht nichts falsch. Es ist sein Weg und jeder hat seinen eigenen und wie gesagt, es ist nicht perfekt. Ich muss nicht perfekt sein und ich muss vor allem für niemanden da draußen perfekt sein, die jetzt das Gefühl haben, ich ernähre mich so gesund. Ich werde weiterhin Viren, Bakterien ausgesetzt sein, mein ganzes Leben lang und werde auch dies oder jenes Mal haben. Aber ich habe jetzt ein Handwerk, wo ich weiß, wie ich das angehen muss. Und ja, mir geht es viel besser. Mein Schlaf ist sehr gut. Kann auch mal eine Nacht dazwischen sein, das nicht so gut ist aber heute gar nicht mehr schlimm, weil ich am nächsten Tag diese bleiernde Müdigkeit nicht mehr habe. Also ich habe viel mehr Energie. Diese Müdigkeit generell ist eigentlich kein Thema mehr. Ja. Fokussierter, klarer im Kopf, die Schmerzen sind weg, aber sobald ich mir zu viel auflade, kommt dieser Stress und Adrenalin wieder und dann triggert es wieder. Also dann merke ich gewisse Punkte, die auch vorher immer ein Thema waren. Und hier ist wieder das, was du vorhin so schön gesagt hast, der Körper spricht dann. Ja, Und sag mir. Was habt ihr jetzt für eine Sprache zusammen? Ja, Kannst das du ist drauf auch eingehen? etwas, wo ich natürlich, das ist jetzt auch ein Prozess, wo ich jetzt zuerst denkt man, was ist das denn? Nee, das kann jetzt nicht sein. Ja. Und nein, jetzt will ich das nicht mehr. Und dann, manchmal bin ich dann einfach wieder in die nächste Entgiftungsphase gegangen. Und jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich gemerkt, okay, geh einfach wieder ein bisschen ruhiger dran, streich ein paar Termine, du hast ja zu viel aufgeladen oder dein Kopf ist gerade so voll mit gewissen Sachen, das triggert deine Nebennieren, Adrenalin auszuschütten und dementsprechend auch meine Symptome wieder. Also fahr das System wieder ein bisschen runter. Ja, so das Thema Selbstfürsorge, oder? Ja, genau. Also man lernt das aber. Das ist eben auch nicht etwas, was man vom ersten Moment an, nur weil man jetzt die Bücher gelesen hat, das sofort umsetzen kann und das im Alltag dann macht, sondern das lernt man mit den verschiedenen Phasen, die man eben darin auch durchläuft. Und jede Phase hat seinen Sinn, habe ich auch gemerkt. Jede Phase verfestigt wieder was bei mir und ist nachhaltiger nachher als vorher. Ja. Und ja, solange ich meine Nebennieren schone, denke ich, wird es mir auch mit den Symptomen am besten gehen. Ja. Apropos Nebennieren, ich habe einen tollen Nebennieren-Snack Ja, den kann ich jetzt gut gebrauchen. Es gibt Dattelfeigen und geschnittene Apfel. Ja, und vielleicht macht ihr euch auch einen Snack. Aber bevor ihr das macht, abonniert gerne den Kanal und schenkt uns ein Like. Oder noch besser, schreibt Kommentare, was euch gerade auf dem Herzen liegt, damit wir darauf eingehen können. Und ja, schaltet ein beim nächsten Mal, chronisch ehrlich, wenn wieder jemand wie die liebe Delia ihre Geschichte erzählt. Und fühlt euch einfach ermutigt und mitgetragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.